Ja, herzlich willkommen bei unserem neuen Format, dem Crossbase PIM Podcast, Product Information Management. Das Thema, was wir uns seit 25 Jahren auf die Fahne geschrieben haben als Softwarehersteller. Und ich habe heute das große Vergnügen, mit meinem langjährigen Weggefährten und Kollegen Herbie Tessadri zu sprechen über das Thema PIM, über Product Information Management. Und wir wollen an der Stelle verschiedene Aspekte von PIM beleuchten. Und das ist sicherlich für viele Leute interessant, die sich gerade damit beschäftigen, ein PIM-System einzuführen oder mit der Entscheidung befasst sind, sich für ein PIM-System zu entscheiden. Der Herbie macht es seit 25 Jahren und bringt sehr viel Erfahrung mit. Wir wollen hier in die Tiefe gehen, in verschiedene Aspekte von PIM beleuchten, und letztendlich freue ich mich, dass er heute hier ist und Zeit hat. Herzlich willkommen, Herbie. Hi, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Sicherlich, wie gesagt, für viele draußen interessant, wie sich das Thema PIM entwickelt hat, auch über die letzten Jahre. Was würdest du sagen in den letzten 25 Jahren? Was hat sich da quasi entwickelt? Wie war das vor 25 Jahren? Wie ist es heute? Also das fängt schon mal beim Namen an. Damals haben wir noch gar nicht von PIM gesprochen, sondern Single Source Publishing oder Database Publishing. Und da sieht man auch schon, was der Fokus war. Da ging es einfach darum, beim Aufkommen vom Internet und der ersten CD-ROMs, die da waren, ergänzend zum klassischen Printkatalog, noch irgendwie diesen Prozess zu stemmen, dass dieselben Daten in diese unterschiedlichen Kanäle kamen. Mhm. Später war es dann PIM, und da merkt man schon, da ist dann das Thema Daten in den Vordergrund gerückt. Und dieses Wissen, dass saubere Daten die Basis sind, um irgendwas zu erreichen. Und da stehen wir eigentlich heute. Das heißt, wir haben im PIM-Umfeld einen ganz großen Fokus auf saubere Daten, auf gute Daten, auf wertvolle, auf zielgruppenspezifische und vieles mehr. Und dann aber auch im zweiten Schritt natürlich die Aufgabe, die in alle möglichen Kanäle zu publizieren, wenn vielleicht das Thema Print, wenn auch nicht tot, nicht mehr ganz diesen Stellenwert hat, wie es vielleicht vor 20 Jahren war. Okay, welche neuen Entwicklungen siehst du in dem Bereich jetzt? Was kommt da auf uns zu, beziehungsweise was wird vor allem auch von Kundenseite nachgefragt? Also wenn man die Ausgabekanäle nochmal betrachtet, wenn man merkt, dass Print einen leichten Rückgang hat oder auch einen stärkeren Rückgang, umso stärker kommen die elektronischen Formate zum Punkt. Jeder kennt Excel zum Datenaustausch, das ist die Universalwaffe. Es gibt diverse Klassifikationen und standardisierte Austauschformate, aber auch immer mehr so Dinge wie Portale, wie Oxomi, wie Nextmart und solche Dinge spielen zunehmend eine große Rolle. Und so das ganz große Ding, das momentan auf die Kunden zukommt, ist der digitale Produktpass, wo es ganz, ganz massiv darum geht, Produktinformationen nicht aus Verkaufsmotivation, sondern vom Gesetzgeber befohlen, in irgendeiner Form zu kommunizieren. Und das Schwierige daran ist vor allem auch, dass dort ganz viele Informationen nötig sind, die so in den Unternehmen noch gar nicht erfasst sind. Okay, also es geht im Prinzip um Daten natürlich. Würdest du sagen, es gibt bestimmte Branchen, für die aktuell PIM besonders notwendig oder wichtig ist? Grundsätzlich glaube ich kaum, dass es Branchen gibt, wo PIM keine Rolle spielt, mal von der Dienstleistung abgesehen. Aber von der herstellenden Industrie oder vom Handel ist PIM immer ein Thema. Aber wir haben natürlich jetzt nochmal zurückkommen auf diesen digitalen Produktpass. Da gibt es eine Roadmap, für welche Produkte das primär zeitnah zu erledigen ist, und das ist unter anderem die Baustoffindustrie, und die betrifft es dramatisch. Und wenn dort Unternehmen, und die gibt es zuhauf, am Markt sind, die noch über kein PIM-System verfügen, dann wird es dringend Zeit, sonst kann man diese Geschichte einfach nicht mehr stemmen. Okay. Was würdest du sagen bei den Firmen grundsätzlich? Was sind die Herausforderungen, mit denen die aktuell zu kämpfen? Aber das ist natürlich das mit dem digitalen Produktpass erwähnt. Gibt es da noch andere Themen, die quasi die Firmen jetzt bisher draußen bei den Kunden, kriegst du es mit? Also wir haben natürlich momentan eine wirtschaftlich schwierige Situation in fast allen Branchen, und da gilt, wer
besser verkauft, überlebt eher. Und ein ganz wesentlicher Faktor, um gut zu verkaufen, sind gut beschriebene Produkte. Jeder Konsument, egal ob das ein Business-to-Business-Verhältnis oder ein Endkonsument ist, kauft neben der Preis und vielen anderen Geschichten, aber auch da, wo er sich sicher ist, was er kriegt. Und das ist dann der Fall, wenn man das Produkt sauber beschrieben hat. Und dafür ist ein PIM-System unerlässlich. Was würdest du sagen bezüglich, oder kommen wir zu Crossbase als Softwarehersteller? Was würdest du sagen, was zeichnet uns in dem Kontext besonders aus? Also wir haben ja 25 Jahre hinter uns und viele Wettbewerber gesehen, die es nicht mehr gibt und auch viele Wettbewerber kennengelernt, die neu am Markt sind. Aber eines, was uns sehr auszeichnet, was unsere Kunden schätzen und was auch von unseren Interessenten gelobt sind, ist die hohe Integration. Das heißt, wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt den Printkanal, es gibt die Online-Geschichte, es gibt diese ganzen elektronischen Formate. Und Crossbase zeichnet es insbesondere dadurch aus, dass alles aus einer Hand kommt. Das heißt, ich habe nicht verschiedene Systeme, die ich synchronisieren muss. Ich habe auch nicht verschiedene Anbieter, die ich abstimmen muss, sondern es gibt einen Ansprechpartner, es gibt ein System und da kommt alles heraus. Und das wird von den Kunden extrem geschätzt. Und das ist jedenfalls ein Wettbewerbsvorteil, wenn nicht ein USP von uns. Also diese hohe Integration, wir sprechen ja auch von einer voll integrierten Datenbank sozusagen. Kann man da vielleicht noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen? Also was gibt es potenziell für Schnittstellen und welche lassen sich quasi durch Crossbase vermeiden? Oder durch so eine Vollintegration jetzt? Also ganz klassisch, es gibt Ansätze, Best of Breed oder wie auch immer man sehen will. Ich sage, da habe ich ein PIM-System und dann habe ich vom anderen Anbieter eine Printausleitung und da habe ich eine Schnittstelle dazwischen. Das fängt einmal damit an, dass ich aus dem einen System Daten exportieren muss und dort importieren muss. Das ist schon mal einfach ein Aufwand. Zweitens habe ich zwei Systeme, die ich versionsgetreu irgendwie updaten muss. Und da muss man sich mal den praktischen Fall ansehen. Schauen wir uns eine Katalogproduktion an, die läuft 2-3 Monate und jetzt ändern sich in der Zeit Daten. Und jetzt muss ich dann irgendwie diese geänderten Daten vom einen System in das andere System bringen. Das ist wieder mit einem Export verbunden, das ist wieder Aufwand, das ist fehleranfällig, überschreibt dort vielleicht irgendwelche Zustände. Das ist bei Crossbase angenehm. Ich sehe in dem Ausgabekanal sofort, was Sache ist, ob sich was verändert hat und kann ganz gezielt dort updaten, ohne Import-Export. Und das ist nicht nur beim Print so, das ist bei elektronischen Formaten so. Kunden von uns haben zig elektronische Formate, die sie ausleiten müssen, zig Portale, die sie angebunden haben. Und da ist es schon sehr einfach, wenn man sagt, ich habe einen Knopf, da muss ich drücken und dann werden die Dinge abgedatet. Oder aber ich muss mich mit 4, 5, 6, 7 verschiedenen Systemen auseinandersetzen. Geht es ja auch um das Change Management, also es ändert sich beispielsweise ein Merkmal oder ein Attribut. Wir haben viele Tabellen in einem gedruckten Katalog zum Beispiel. Und wenn sich dann was ändert, dann kriege ich sozusagen sofort mit, dass sich was geändert hat. Das ist auch einer der wesentlichen Punkte. Das ist ganz wesentlich und das ist bei, sage ich mal, anderen Systemen nicht zwingend der Fall oder nur mit einem größeren Aufwand. Das Thema. Okay, jetzt hast du das Thema Print angesprochen. Das ist natürlich immer so ein Thema. Print kann natürlich der gedruckte Katalog sein, es kann aber auch das reine PDF sein. Wie nimmst du das aktuell wahr? Wie tut sich da oder was tut sich da am Markt? Beziehungsweise was haben die Industrieunternehmen sozusagen da für Anforderungen? Das ist ein ganz spannendes Thema. Seit 25 Jahren sind wir ja in dem Geschäft gemeinsam unterwegs und seit 25 Jahren sagt man zu mir, ja, Print, das wird es nicht mehr lang geben. Bis vor 5 Jahren hat sich da in dem Bereich fast gar nichts getan, außer dass vielleicht das Printprojekt, der Katalog nicht in einem PIM-Umsetzungsprojekt an ganz erster Stelle stand, sondern so in die zweite, dritte. Also früher war das ja immer quasi Nummer 1, das war das Print Erste. Und alles andere leitet sich daraus irgendwie ab. Ja. Was sich in den letzten 5 Jahren getan hat, ist, dass die Unternehmen tatsächlich weniger drucken im klassischen physischen Sinne. Aber nahezu jeder, nicht alle, aber nahezu jeder hat nach wie vor einen Katalog im PDF oder im Blätterkatalogformat auf seiner Webseite stehen. Was heißt, dass dieser ganze Print-InDesign-Prozess, den wir unterstützen, nach wie vor notwendig ist. Okay, wo dann natürlich auch die große Integration wieder eine Rolle spielt und natürlich auch einen Nutzen abwirft in dieser integrierten Form. Genau. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Print, weil ich das natürlich auch extrem spannend finde. Wir gehen natürlich nachher noch zu anderen Themen. Das Thema
Komplexität und so weiter. Also welche Bandbreite gibt es an gedruckten Katalogen? Wo haben wir da als Crossbase unsere Stärke? Wir sehen es ja hier hinter uns. Wir haben unsere Crossbase-Referenzvitrine sozusagen. Da gibt es einige gedruckte Werke unserer Kunden. Alle haben leider keinen Platz, aber da gibt es ja sehr schöne Exemplare mit unterschiedlichen Komplexitäts- und Ausbaugraden oder mit unterschiedlichem Umfang, also auch vom Maschinenbau oder vom Zerspannungstechnik mit Bohrern und so weiter, bis hin zu natürlich Retail. Vielleicht kannst du zu der Bandbreite, was wir da abdecken können, und wo die Herausforderungen da liegen bei unseren Kunden, potenziellen Kunden. Da möchte ich mal einen raushauen. Im Print scheue ich keinen Vergleich und keinen Wettbewerb mit niemand. Aber ja, vielleicht konkret, oder? Wenn man sich so typische Kataloge ansieht, dann gibt es im Wesentlichen 3 Ansätze. Es gibt so dieses Versandhandelslayout, das kennen wir von Versandhandelskatalogen, wo keine wirkliche Platzierungslogik oder Ähnliches zu erkennen ist. Mhm. Sehr kreativ, sehr hochwertig gestaltet. Für das gibt es unser Adobe-Plugin, um sowas zu gestalten. Da ist natürlich der Automatisierungsgrad entsprechend niedriger, aber es geht um Fremdsprachen, es geht um Update in den Folgejahren, um dort auch wieder vieles zu gewinnen, und es geht auch um in diesem manuellen Platzierungsprozess, Gestaltungsprozess auch gleich schon auf die richtigen Daten zuzugreifen. Das ist ein Thema. Dann gibt's so klassische Kataloge, man nennt es vielleicht auch Preislisten, wo über Seiten entlang Tabelle an Tabelle steht, wo verschiedene Produktfamilien meistens abgebildet sind. Man kennt es vielleicht aus dem Textilhandel, da gibt es ein T-Shirt, das gibt es in verschiedenen Farben und Größen, das ist ein Abschnitt und dann kommt der nächste, das geht über Seiten. Das lässt sich sehr hoch automatisieren. Auch da haben wir einen guten Prozess. Und dann, und da wird es dann jetzt schon einzigartiger, gibt es natürlich diese komplexen technischen Kataloge, wo über Doppelseiten oder 4 Seiten oder 8 Seiten ein gewisses Spektrum an Produkten abgebildet wird, wo es um sehr hohe Zusammenhänge geht, wo Zubehöre ineinander verschachtelt sind, wo Matrix-Tabellen eine Rolle spielen, wo neben der klassischen Produktabbildung noch Anwendungen, für was kann ich das Produkt in welcher Qualität brauchen, auch abbilden kann. Das kennen wir aus dem Werkzeughandel, vor allem bei technischen Produkten sehr wichtig. Mhm. Da wird es wahrscheinlich schon dünner Markt, wer das kann. Und dort ist die Herausforderung einerseits, das natürlich im Print respektive in InDesign umzusetzen, zu automatisieren. Auf der anderen Seite natürlich zuerst mal die Datenhaltung so im PIM hinzukriegen, dass ich das auch machen kann. Also wenn die Daten sozusagen auf das Layout treffen, ja, dann hat man quasi hier den Nutzen und kann den auch quasi umsetzen. Hast du da ein Beispiel? Also wir sagen ja, wir scheuen vor Komplexität sozusagen nicht zurück. Je komplexer, desto besser eigentlich für uns, weil wir aus der Erfahrung auch raus, was wir gemacht haben, natürlich schon alle möglichen Anforderungen umgesetzt haben. Gibt es da ein Paradebeispiel, wo du sagst, naja, wo wir uns vielleicht am Anfang gar nicht zugetraut hat, dass wir das hinbekommen, oder wo die Komplexität dann doch so groß war, dass der Kunde gesagt hat, naja, das ist ja gar nicht machbar? Also das war übrigens ein Spruch, der in den Anfangsjahren ganz typisch war. Das kennen wir schon, das Thema, aber das geht mit unseren Katalogen das nicht. Ja. Tatsächlich findet man sehr hohe Komplexität bei unseren Werkzeug- und Maschinenbaukunden. Wenn ich etwa Göring oder Ceratizid oder WNT herausnehme, wo sehr, sehr komplexe Zusammenhänge abgebildet sind, aber auch im Maschinenbaubereich wie Zimmer oder Ähnliches. Aber auch zum Beispiel Schöck im Bau. Auch ja, Schöck also mit den sehr, sehr konzentrierten oder komprimierten Tabellen. Ja, das Schöck ist übrigens ein gutes Beispiel, weil neben dieser Komplexität in der Komprimierung der Tabellen von zigtausend Produkten, die man in eine Tabelle dann bringen musste, hochautomatisiert oder vollautomatisiert, hat Schöck auch einen sehr redaktionellen Part in seinem Katalog. Das PIM wird da sehr oft aus Sicht des Marketings gedacht, aus Sicht der Werbung, wenn man so möchte. Bei Schöck geht es ja darum, dass sehr viele Bemessungsregeln und Bemessungsinformationen und Anleitungen, die eigentlich aus dem Bereich, möchte sagen, technischer Redaktion kommen, auch in den Katalog hinein müssen. Und auch das ist etwas, was Crossbase auszeichnet, dass wir über den klassischen PIM- und Marketing-Content
redaktionellen und anderen Content auch abbilden können und dann natürlich auch wieder sinnig in den einzelnen Ausgabekanälen nutzen können. Okay, und durch natürlich diese Möglichkeit zurückzuspeichern, also diese bidirektionale Schnittstelle, quasi die Regel zu automatisieren, aber dann zu sagen, die Ausnahmen, die kann ich ja immer noch quasi in die Datenbank zurückspeichern für Fremdsprachen und so weiter. Das ist natürlich eine super Geschichte, die auch daraus resultiert, dass wir am Ende natürlich voll integriert sind und alle Applikationen auf eine zentrale Datenbank zugreifen. Ja, ist aber ganz ein wichtiger Hinweis, oder? Wir haben oder wir hören das am Markt sehr oft, oder? Dass man sagt, ja, wir haben hier 17 verschiedene Layouts, oder? Aber wir haben noch einmal 22, die schauen so ähnlich aus, aber halt nicht genau gleich. Und da gibt's halt den Ansatz, dass ich sage, ja gut, dann baue ich halt dann entsprechend 17 plus 22 Vorlagen. Das kann ich machen, ist aber ein ineffizienter Prozess, weil das dauert. Viel effizienter ist das, was wir tun können. Wir bauen Vorlagen und diese Ausnahmen gestaltet dann die Grafikerin, der Grafiker im InDesign mit der Hand am Arm nach. Und jetzt kommt's, das speichern wir, wie du gesagt hast, in die Datenbank zurück. Das heißt, wenn ich irgendeinen Inhalt dort aktualisiere, bleibt das Layout so gefinisht, wie das die Grafik gemacht hat. Auch für Fremdsprachen, auch für Nächstjahrspublikationen. Und da sage ich immer, wir können ein hochwertiges Layout garantieren, aber trotzdem eine sehr hohe Automatisierung. Und das ist ja schlussendlich sage ich mal, die Königsklasse dieser Geschichte. Okay, die Datenquelle bleibt natürlich die Datenbank, aber das Layout davon entkoppelt sozusagen als Abstraktion in dem Layer, wenn man so will, drüber. Genau. Okay, das zum Thema Print oder InDesign, Publishing, wie auch immer sagen will. Du sagst ja selber, es wird nicht mehr alles gedruckt, was mit InDesign erzeugt wird, aber es ist nach wie vor natürlich ein wichtiges Thema und ist auch nicht am Aussterben. Ich glaube, wir hatten ja damals immer die Diskussion, es gab es schon damals bei der CD-ROM, dann gibt es guckt niemand mehr quasi Fernsehen oder der Fernseher kommt und die Leute gehen nicht mehr ins Kino. Also das sind immer solche apodiktischen Aussagen, die dann aber doch nicht zutreffen. Ich glaube, das bleibt ein wichtiger Punkt. Gehen wir vielleicht zum nächsten Punkt, der natürlich, glaube ich, auch zunehmend an Gewicht immer noch weiter gewinnen wird und auch gewinnt. Das ist das Thema E-Commerce, elektronische Formate. Da gibt es ja auch einiges, was da sozusagen nachgefragt wird bei Interessenten, bei Kunden im Bereich E-Commerce. Wo siehst du da Schwerpunkte oder Entwicklungen aktuell? Ja, das ist ein spannendes Thema. Das ist gut für uns, wenn ich das ein bisschen humoristisch sagen darf, aber blöd für unsere Kunden, weil ich habe das Gefühl, es steht jedes Jahr einer in Europa auf und entwirft ein neues Format, ein neues Portal oder sonst irgendetwas. Und es gibt ganz viele Formate, wo man seit 20 Jahren sagt, ja, das wird es nicht mehr lang geben und die halten sich immer noch massiv am Markt. Das heißt, Kunden sind immer mehr angehalten, immer mehr unterschiedliche Formate zu liefern, damit sie überhaupt in dem Portal, bei dem Händler, bei dem Vertriebspartner in irgendeiner Form noch gelistet werden, weil die natürlich auch auf gute Daten angewiesen sind, damit der Content auf der Webseite von der Suchmaschine entsprechend codiert wird und so weiter. Neben dem digitalen Produktpass, den wir angesprochen haben, der einfach nur eine gesetzliche Vorgabe ist, also sprich, da habe ich keinen zwingenden Nutzen aus Verkaufssicht unmittelbar davon, das muss ich tun. Das ist eine regulatorische Vorschrift. Eine regulatorische Vorschrift. Ist es aber so, dass ich zunehmend, wenn man von dem klassischen Katalog jetzt ein bisschen wegkommt, ist halt die elektronische Schiene der Weg, wo Kunden kaufen oder Kaufentscheidungen treffen. Und umso mehr muss ich mich dort drauf fokussieren und umso mehr Portale, Formate, Partner es dort gibt, umso eher muss ich dort was liefern. Und das ist die große Herausforderung, diese abzubilden. Da kommt der internationale Gedanke dazu. Was in Deutschland BME-Cut ist in Frankreich vielleicht Fabtis. Und so gibt es im internationalen Markt noch einmal eine Potenzierung dieser Dinge, weil die halt auch wieder ihre Formate haben, die über die Jahre dort entstanden sind. Hast du noch ein paar Beispiele für elektronische Formate, die jetzt von Crossbase natürlich auch unterstützt werden? Ja, also das gibt es einmal die klassischen, man muss vielleicht unterscheiden, Klassifikationen, das ist quasi die Art der Gliederung und das Format, aber es gibt halt also ganz klassische Klassifikationen wie E-Team und E-Class in Ausprägungen Version 10 bzw. 14 und stetig steigend.
die dann mit dem Trägerformat BME-Card 1.2 oder 2.5 auch transportiert werden. Das ist schon mal eine Riesengeschichte, weil ich muss meine Produkte in irgendeiner Form in diese Klassifikation transponieren. Das heißt, wenn ich das beschreibe mit Länge, Breite und Höhe, heißt das vielleicht im Format Einbauhöhe oder Einbaulänge, und dann muss ich irgendwie sagen, das eine entspricht dem anderen. Da gibt es von Crossbase mittlerweile tolle KIs, unterstützende Formate. Aber das ist eines, oder? Es gibt Portale wie Uxomi, Nextmart, es gibt Portale wie Ausschreiben.de, die wir unterstützen. Es gibt, vorhin schon erwähnt, Fabtis, February, Loadbee und viele andere, die wir dort unterstützen. Ich traue mir auch zu wetten, dass wir zu denen gehören, die mitunter am meisten dieser Formate am Markt unterstützen, aus einer zentralen Datenquelle. Okay. Jetzt hast du natürlich das spannende Thema schon angeschnitten, KI, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Wie ist das bei Crossbase? Was tun wir da, was entwickeln wir da? Vielleicht gerade auch aus der Perspektive raus der elektronischen Formate. Also wie kann die KI da beispielsweise unterstützen? Also, vorhin schon gesagt, oder? Wir haben, jetzt nehmen wir E-Team her, da gibt es einfach verschiedenste Versionen, und Kunden haben leider die Aufgabe, dass sie dem Handelspartner A E-Team 8 liefern müssen und beim anderen E-Team 9. Und die unterscheiden sich, sonst bräuchte ich keine neue Version, logischerweise. Und das Erste, was ich tun muss, ich muss einmal sagen, mein Produkt gehört in die Kategorie A, B, C, D, E. Das ist das eine. Da kann die KI helfen. Die KI kann sagen, meine Produkte gehören dahin, dahin, dahin. Da liefern wir auch schon durchaus gute Ergebnisse. Und dann das Zweite ist eben dieses Mapping dieser Merkmale. Das heißt, Breite entspricht Einbaubreite, wie vorhin schon ein bisschen ausgeführt. Auch da kann die KI sehr viel schon unterstützen, um diesen sehr mühsamen, wirklich mühsamen manuellen Prozess auch da, sage ich mal, beschleunigen. Ich glaube nicht, dass man sich das jetzt und auch in absehbarer Zeit so vorstellen kann, dass man einen Knopf drückt, dann ist das erledigt. Jedenfalls. Der berühmte Knopfdruck, ja. Ja. Aber ich sage halt immer, wenn ich 80% maschinell erledigen kann und noch 20% mit der Hand am Arm tun muss, dann ist das deutlich effizienter, als wenn ich alles mit der Hand am Arm machen muss. Und in die Richtung geht's, was die elektronischen Kataloge betrifft. Gibt es noch andere Aspekte, wo die KI jetzt gerade im Bereich PIM eine Rolle spielt oder zukünftig verstärkt spielen wird? Also die KI macht natürlich da Riesensätze, wie in allen Bereichen unseres Lebens. Begonnen hat es mit der Textgenerierung, erzeuge aus den Informationen, die da sind, unterschiedliche Texte, die man nicht mehr redaktionell mit der Hand schreiben muss. Also aus Merkmalen heraus dann irgendwelche ansprechenden Texte zu erstellen, die eine gewisse Längenvorgabe oder auch ein Stil, Zielgruppe. Genau. Ja. Also das ist ein Thema aus Merkmalen, aus Beziehungen, aus anderen Texten, aus Zusammenhängen zu anderen Produkten, die man im PIM hat. Auch da finde ich die Ergebnisse immer ein bisschen vielleicht abhängig von der Branche schon hervorragend. Da gibt es natürlich Branchen, beispielsweise in der Medizintechnik, da muss der Kontrollmechanismus sehr viel genauer sein wie bei anderen sehr einfachen Produkten. Aber nichtsdestotrotz, dort liefert das Ganze gute Ergebnisse. Das Spannende an der Sache ist aber, und auch da sind wir sehr weit bei Crossbase, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich drücke auf den Knopf, erzeuge mir diesen Text, ist das mal smart. Aber ich habe hunderte Produkte mit unterschiedlichen Einflussgrößen, die da drauf einziehen. Da gibt es unterschiedliche Merkmale, unterschiedliche Basistexte, die dann als Basis für diesen Generierungsprozess herangezogen werden. Und jetzt ändert sich da was von diesen Einflussgrößen. Das passiert ja laufend. Das ist eines der wesentlichen Dinge, warum ein PIM auch notwendig ist. Es ändern sich Texte, technische Merkmale, Bilder vielleicht. So, und jetzt muss ich natürlich auch wissen, wo habe ich diese Sachen verwendet. Das haben wir vorhin gesehen, hohe Integration Richtung Printkatalog, da kann ich gleich aktualisieren, Richtung Portal kann ich gleich aktualisieren, aber ich muss natürlich auch diesen generierten Text noch einmal betrachten, wo diese Information stattgefunden hat oder Verwendung gefunden hat. Und da kann mit Crossbase AI kann man eben genau diese Prozesse überwachen und gezielt auch nur diese Dinge neu generieren, neu erstellen lassen, die auch solche geänderten Basisinformationen in Verwendung hatten. Oder? Das macht den Prozess wieder schneller. Und das macht es auch günstiger, als wenn ich immer alles produzieren muss. Abgesehen davon geht es ja darum, dass die Kunden dokumentieren, welche Inhalte KI generiert sind und was. Was ja auch wieder gesetzliche Vorgaben sind, Ganz genau. EU, KI-Act und so weiter, wo dann noch
protokolliert wird, welche Prompts hat man verwendet, welche Engines kamen zum Einsatz, wer hat das Ding angestoßen, wann wurde das oder wann ist das passiert. So quasi diese Dokumentationspflichten. Genau. Ja. Das ist ganz wesentlich. Also das ist so ein Thema, also rund um diese ganze Textgenerierung, wo wir sehr große Erfolge haben. Also man kann Texte generieren erstmal. Ja. Man kann es natürlich übersetzen, das ist vielleicht noch ein Punkt, ein Schritt davor. Also da gibt viele KIs, die übersetzen können, wahrscheinlich mitunter die verbreitetste aktuell ist DeepL, die man bei unseren Kunden verwendet. Auch da können wir Terminologie des Kunden mitgeben, dass also die Sprache auch in der Fremdsprache so ist, wie der Kunde das spricht. Und da merkt man schon, dass sich da von anfanghafter Skepsis in den Jahren 2017, 18 das zu einem durchaus etablierten Prozess geworden ist. Manche machen dann noch einen Korrekturprozess, aber viele andere lassen es dann stehen. Und zwar mit dem Argument, dass sie sagen, ich kann jetzt Qualität versus Geschwindigkeit miteinander vergleichen. Das heißt, wir haben Kunden, die sagen, ja, ich bin doch lieber mit dem neuen Produkt in 15 Märkten sofort am Markt, weil ich den Text habe, auch auf die Gefahr hin, dass er vielleicht Beispiel im Griechischen nicht perfekt übersetzt ist. Und das Zweite, was ich da sagen möchte, wir stellen die KI immer dem perfekten Menschen gegenüber. Das heißt, wir sagen, wenn der KI-Prozess nicht perfekt ist, das Ergebnis nicht perfekt ist, dann ist es schlecht. Und implizieren aber, dass es, wenn es ein Mensch macht, dass das immer perfekt ist, was ja überhaupt nicht wahr ist. Oder? Also so gesehen sieht man bei der Übersetzung, wie das also wirklich oft einmal ohne jegliche Kontrolle einfach verwendet wird, diese Texte, weil sie einfach spannend, Geschwindigkeit da einfach über der Qualität steht, wenn die Qualität überhaupt schlechter ist. Und man kann es ja optimieren, also V1 muss ja nicht oder V2 muss ja nicht V1 bleiben. Auch das ist ein Thema, das kann ich machen und wie gesagt, Crossbase bietet ja auch einen Korrekturprozess dort dazu an, wo ich sagen kann, ich schaue mir das an. Korrigiere noch einmal und das System lernt damit auch. Spannende Entwicklung auf jeden Fall, gerade im Bereich Übersetzung natürlich. Vielleicht nochmal, wenn wir jetzt vorhin die Texte hatten, die Übersetzung hatten, wir hatten diese, sage ich mal, Referenzierung Richtung elektronische Formate im KI-Bereich, dann ist sicher das Thema Bild eines, also sprich natürlich in Sachen wie Hintergrund entfernen, Focuspoint suchen und ähnliches. Aber was ja ein Thema ist, das Thema Bildkomposition. Das heißt, ich habe verschiedene Sachen. Jetzt nehme ein Motorrad von KTM und setze mir das bitte auf eine Rennstrecke in der Wüste. Da geht es nicht darum, dass man irgendein Motorrad dahinsetzt, weil dann ist es nicht das Motorrad unseres Kunden, sondern genau das und macht dort draus was. Setzt den Fahrer dort drauf, setzt die Fahrerin dort drauf. Mach mir aus verschiedenen Einzelprodukten, also verschiedene Varianten eines Produkts, mach mir bitte ein Gruppenbild. Also solche Dinge neben dem ganzen Thema Qualität verbessern sind ja wesentlich. Und was wir neuerdings machen, was sehr gut ankommt, ist die Datenqualitäts- und Validierung. Das heißt, wir haben Funktionen im KI-Bereich, dass man über den Datenbestand im PIM gehen kann und sagen, schau dir das mal kritisch an, ob da aus Plausibilitätsgründen Dinge nicht stimmen. Also ein Wert ausreißt oder irgendeine Formulierung völlig falsch ist gegenüber den Werten, die neben dem Text stehen. Und das ist ein Thema, wo man, glaube ich, auch ganz, ganz wesentlich gerade über große Datenmengen, Kunden mit vielen, vielen 100 und 1000 Produkten noch einmal ordentlich was rausholen. Ja, das sind ja schon super Automatisierungs- bzw. Fortschritte im Bereich der Effizienz letztendlich. Also wie man so Fleißaufgaben, die früher Fleißaufgaben waren, jetzt quasi übertragen kann an eine KI. Richtig, und da geht es wieder drum, oder? Umso schneller, umso besser die Information am Markt ist, umso eher verkaufe ich mein Produkt. Und das ist das Credo heutzutage. Ja, Time to Market sozusagen. So ist es eigentlich, genau, sehr gut. Okay, dann haben wir das Thema KI. Spannend, vielleicht nicht ganz so aufregend, aber doch, was jetzt den ganzen Hintergrund angeht, also wie man so eine Datenbank aufsetzt am Anfang. Kannst du was sagen zu unserem grundsätzlichen Datenmodell, also wie wir sozusagen Daten abbilden können, ob es da irgendwelche Grenzen vielleicht auch gibt oder Themen, wo wir sagen, was für uns ganz besonders geeignet ist, gerade was
das Thema Abbildung von Produktdaten angeht in die Datenbank. Also das Schöne ist mal, dass es bei uns keine Grenzen gibt. Das glaubt zwar nicht immer jeder gleich, aber wir treten den Beweis dann gerne an. Ja, wir haben ja hier. Ja, man muss das größer denken. Man denkt zuerst immer vielleicht an eine Produktstruktur mit verschiedenen Ebenen und da hängen dann auf verschiedene Ebenen Informationen, die dann vererbt werden und schlussendlich irgendwo verwendet werden. Das ist einmal das Grundprinzip dieser Geschichte, oder? Aber was wir halt über das hinaus tun können, wir können ganz viele andere Geschichten abbilden. Wir haben es vorhin schon gehört, redaktionelle Inhalte ist etwas, was nicht zwingend einen Produktbezug hat. Auch solche Dinge können wir abbilden. Oder? Wir können aber auch Anwendungen abbilden. Wir haben Kunden wie Leuco etwa, wo auf der Webseite ich nach einer Maschine, nämlich nach meiner Maschine, die ich verwende, suchen kann. Und mir dann gezeigt wird, welche Produkte passen dort dazu. Da geht es um das Anwendungswissen und Ähnliches. Das sind auch Themen und Strukturen, die wir in Crossbase sehr gut und sehr flexibel abbilden können. Und auch diese Maschine wieder wie ein Produkt mit Bilder, Texten in mehreren Sprachen etc. Beschreiben können und all diese Prozesse, die wir vorhin besprochen haben, auch nutzen können. Insgesamt geht es bei Crossbase, macht es immer Spaß, wenn die Sachen etwas komplexer werden. Das heißt, wir haben sehr viele Kunden, die sehr komplexe Produkte haben, die intensiv beschrieben werden, in der Tiefe mit vielen Merkmalen oder mit komplexen Abhängigkeiten und solchen Dingen. Da sind wir extrem stark, das lieben wir. Natürlich können wir auch einfache Produkte abbilden und sauber beschreiben. Wir haben ja eine große Bandbreite. Also ich verweise wieder auf unsere Vitrine hinten. Ja, also wir haben ja quasi von Tierbedarf mit Trixie bis hin zu natürlich komplexen Konfigurationslogiken, Konfiguratoren. Man denke an Konfiguration von einem Motorrad. Ja, jeder hat schon mal ein Auto konfiguriert und weiß, wenn ich Teil A dazu nehme, dann geht plötzlich Teil B nicht mehr. Ja, also das sind solche Logiken, die wir ja auch abbilden können. Ja. Absolut. Wir haben sehr eine enge Affinität zur Produktkonfiguration. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, das bei uns zu tun und wir haben natürlich dort auch Schnittstellen zu unseren Partnern, wo wir sehr intensiv auch diesen Konfigurationsprozess steuern können. Übrigens zur Tiernahrung, so trivial ist auch das nicht. Geht nur zum Beispiel darum, dass man bei einem Produkt, das ein Hund fressen kann, Abhängigkeiten einbauen muss, welcher Hund in welchem Alter welche Menge zu welcher Zeit fressen darf. Okay, und auch das sind komplexe Tabellen, die dann abgebildet werden, die vielleicht jetzt mal ganz trivial klingen, aber in der Masse der Abhängigkeiten gar nicht so. Aber was ja ohnehin meine Erfahrung ist oder was ich auch immer so miterlebt habe, ja, wenn man praktisch zu einem Interessenten geht oder dann zu einem Kunden, der dann Kunde wird, man sagt, naja, auf den ersten Blick ist das ja gar nicht so komplex. Ja, also fällt da spontan jetzt beispielsweise Asecus ein mit den Gefahrenschränken, wo man natürlich denkt, naja, es ist halt ein Schrank und da kann man was rein, dann gibt es eine Schublade und verschiedene, gibt es vielleicht noch einen Abzug oder sowas, aber durch die ganze Kombination, also durch diese kombinatorische Logik sozusagen, die dahinter steckt, gibt es natürlich sehr, sehr viele Varianten, gepaart natürlich mit gesetzlichen Vorgaben, was man soll, was man darf, was man nicht darf und den entsprechenden Zertifikaten, die dahinter stecken, wirkt es halt dann relativ schnell und dann kommt noch das Thema dazu, dann gibt es vielleicht ein Zubehör, was an ein gewisses Produkt dran referenziert wird und dann wächst so langsam diese Produktlogik ins fast Unermessliche manchmal. Ja. Absolut logisch, absolut richtig. Wir haben, glaube ich, keinen Kunden, wo die Dinge völlig einfach sind. Und nach außen wirken die Dinge sehr oft sehr viel einfacher, als in der Praxis dann noch sind. Umso wichtiger ist, dass man vielleicht auch eine andere Sichtweise darauf. Oft ist dem Kunden vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass dieses eine oder andere Thema auch mit dem PIM zu erschlagen ist, weil das gar nicht im Scope steht, weil man über das nicht nachgedacht hat. Das ist natürlich auch Aufgabe von uns in der Beratung zu sagen, denkt mal an das, denkt mal an jenes, das könnt ihr mir hier mitnehmen und zusätzliche Synergien nutzen. Ja, das erkennt man dann letztendlich, wenn man jetzt reingeht in die Workshops, die Analysen macht,
dann stellt man ja links und rechts der Straße fest, was es da noch für Themen gibt, die man vielleicht am Anfang gar nicht bedacht hat. So ist es. Das ist ganz wesentlich. Natürlich können wir aus 25 Jahren Erfahrung in verschiedenen Branchen sagen, was es da noch alles gibt und überraschen dort oft. Aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, bei jedem Projekt noch irgendetwas, wo man sagt, ah ja, stimmt, das wäre jetzt, haben wir so noch nie gesehen, das könnten wir noch nutzen. Und das nehmen wir natürlich gerne auf, weil da kann man an der Software weiterarbeiten, am Leistungsportfolio weiterarbeiten. Das sind wertvolle Inputs für unsere Arbeit. Jetzt verstehen wir uns ja letztendlich als, also du bist Vertriebler, Vollblutvertriebler seit 25 Jahren, hast natürlich ein enormes Wissen, viele Anfragen sind an dich rangekommen in den letzten 25 Jahren, denke ich. Und wir haben sehr, sehr viele erfolgreiche Projekte auf die Straße gebracht. Unser Selbstverständnis ist ja eigentlich zu beraten. Ja? Also das ist ja quasi im Vordergrund. Also wir nennen uns ja auch Vertriebsberater. Ist jetzt nicht, wenn der Herbie kommt, nicht jemand, der jetzt primär was verkaufen will, sondern erstmal verstehen will, was sind die Anforderungen sozusagen. Was sind die Herausforderungen bei einem bestimmten Kunden? Und die sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Erstens je nach Branche, zweitens je nach Kunde. Und ich denke, da bringst du natürlich schon sehr, sehr viel rein. Also deine Erstkontakte mit den Kunden gehen wahrscheinlich schon sehr tief auch in die Beratung schon rein, ja, wo quasi schon erste Ideen entwickelt werden, oder? Ja, das ist immer so. Also da bekommen auch ganz viele Fragen, wie kann man dies und jenes machen, und da muss man natürlich Antworten liefern. Man muss vielleicht das Ding nicht fertig machen, aber man muss schon auch sagen können, wie weit kann das gehen, wie viel bringt es. Es gibt auch Ideen, wo man sagen muss, da kann PIM nicht helfen. Auch das muss man so ehrlich sagen. Und, was wäre das? Wo kann PIM nicht helfen? Ja, gibt es ja Dinge, wo ich Marketing, Automation oder ähnliche Dinge, das sind einfach andere Tools. Okay, das sind dann komplett andere Baustellen dann auch im Marketing-Kontext. Auch PLM, oder? Es gibt so Product Lifecycle Management, das kann man natürlich ein Stück weit im PIM-System abbilden. Aber nur ein Stück weit, da gibt es Spezialsysteme und da muss man sich dann auch ein Stück weit dazu abgrenzen und sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Und da werden wir wahrscheinlich auch nicht in dieser Qualität liefern können. Und da gibt es so Ideen oft mal aus den gerade angrenzenden, überschneidenden Geschichten. Gerade letztens gehabt, Preiskalkulation. Natürlich müssen wir Preise verwalten, auch komplex mit Abhängigkeiten und Staffelpreisen und kundenspezifisch und länderspezifisch, und müssen das ausleiten in Kataloge, in diese elektronischen Formate und vieles mehr. Und da kommt natürlich relativ oft dann der Gedanke, dass man sagt, ja, wir haben hier 3 Märkte, da gibt es eigentlich kein ERP-System und die müssen auch kalkulieren, könnte nicht die Preise hochrechnen. Ja, könnte man meinen, 3% mehr auszurechnen, sollte man hinkriegen, oder? Aber dann gibt's Glättungsgeschichten und Marketing-Einflüsse und das ist einfach ein komplexes Thema, das man im ersten Moment sehr einfach lösen könnte, in der Praxis aber nicht so ohne weiteres geht, und darum sind das so Abgrenzungspunkte, wo das PIM meiner Meinung nach nicht mehr. Es gibt einfach Dinge, wo das PIM quasi prädestiniert ist, und auf der anderen Seite gibt es aber Themen, die einfach flankierend dazu arbeiten sozusagen. So ist es. Ja. Ja, genau, okay. Aber nochmal zurück zur Beratung, oder? Natürlich ist das ein Thema, wo man den Kunden sagen muss, das geht, oder das geht vielleicht sogar sehr viel weiter, als ihr gerade denkt. Und das geht halt nicht an der Stelle. Und das ist so ein Thema, wo man einfach auch ehrlich sagen muss, was Sache ist. Und ich glaube auch, wenn man sagt, man kann was, dann muss man es auch zeigen. Oder nur dann glauben die Kunden, weil schon sehr viele auf dem Markt unterwegs sind, das Blaue vom Himmel erzählen. Und auch das ist in 25 Jahren so. Es gibt viele Unternehmen, die führen das 2., womöglich 3. PIM-System ein. Und das sind auch gebrannte Kinder. Und die wollen dann wirklich wissen, was Sache ist. Und das muss man dann liefern. Umso mehr ist es wichtig, wir haben ja keinen Vertriebsprozess und dann kommt die Beratung, sondern das ist ein smoother Übergangsprozess, wo auch dann beide beteiligt sind, beide Abteilungen, wenn man so möchte, um da einen sauberen Übergang zu machen und auch in der Beratung dann klar ankommen zu lassen, was wir im Vertrieb, in der Vertriebsphase schon alles besprochen haben. Da wollte ich nämlich gerade drauf kommen, also jetzt im Sinne von Crossbase, wie laufen unsere Projekte ab, wie ist da unsere Vorgehensweise, ist ja auch schon eine Vorgehensweise, die 25 Jahre gereift ist, ja, das ist ja nichts Neues, aber diese etablierten Dinge sollte man ja auch nicht ändern.
Wie läuft es bei Crossbase ab? Also wie kann ein Interessent sich oder jemand, der jetzt kurz davor ist, sich eine Entscheidung zu treffen für ein PIM, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft es bei Crossbase ab? Also einfach ist, im Normalfall schreiben die in Mail, bitte liefern Sie uns ein Stück PIM-System und dann liefern wir. Okay, dann liefern wir aus, installiert und alles ist für alle Zeiten gut. Nein, so ist nicht. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank, weil da kommt natürlich nichts Brauchbares dabei raus. Üblicherweise sind es oft auch einmal längere Prozesse, aber es beginnt halt einmal mit einem Gespräch, wo man sagt, was braucht ihr, was wollt ihr, was habt ihr für Erwartungshaltung? Aufgrund dessen arbeiten wir dann eine Präsentation, wo wir dem Kunden in einer ersten Runde einfach mal zeigen, wie das ausschauen könnte, was er sich da erwartet. Wenn wir dann feststellen, dass wir beide vom selben sprechen und der da glücklich ist, dann geht es vielleicht in eine zweite, etwas größere Runde. Man macht vielleicht ein Proof of Concept mit Daten von dem Kunden. Wir sprechen über einmal erste Preise von dem Produkt, in aller Regel Lizenzpreise. Und wenn das dann alles entsprechend gutiert ist, kommt man irgendwann einmal in die Analyse und das ist ein wesentlicher Punkt. Das ist ein Workshop, der mal vom Projekt an sich noch losgelöst ist. Da sind wir 1 oder 2 Tage beim Kunden und da fragen wir mehr. Im Vertrieb zeigen wir mehr, hier fragen wir mehr. Wir müssen einfach kennenlernen, was der Kunde wirklich im Hintergrund so alles hat. Also wo der Schuh drückt. Wo der Schuh drückt, aber was gibt es tatsächlich an Daten, was gibt es an Systemen, wo man Daten beziehen kann, was gibt es für Prozesse im Unternehmen, welche beteiligten Rollen gibt es hier. Und das arbeiten wir in diesen Workshops zu den Themen, die wir brauchen. Und das Ergebnis ist wirklich ein umfangreicher Leitfaden, wo erstens der Kunde weiß, was auf ihn zukommt. Stichwort Planung seines Manpowers, die er braucht, um das Projekt umzusetzen. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, was wir zu tun haben und können dann verbindliches monetäres Angebot machen, aber auch das Projekt entsprechend planen, entsprechend die Projektleiterinnen und Projektleiter einsetzen, die auch hier entsprechend Branchen-Know-how haben, natürlich auch Ressourcen haben und so garantieren, dass das Projekt sauber geht. Und das ist auch so der Punkt, wo dann die Übergabe vom Vertrieb an die Beratung abgeschlossen ist, weil dann sind beide Abteilungen tief drin, wenn nicht die Beratung dann auch schon sogar tiefer drin ist. Okay. Das eine ist ja das Produkt, die Software, die installiert wird, die Lizenz. Auf der anderen Seite natürlich die Dienstleistung. Ja. Was zeichnet das bei Crossbase aus? Also ich bin der Meinung, dass die Dienstleistung mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger ist wie das Produkt, weil das ist ein sehr komplexes Projekt immer. Das beansprucht die Menschen in den Unternehmen. Das machen sie ja in der Regel neben ihrer Arbeitszeit, sonst hätten sie davor nichts zu tun gehabt. Also da ist das wirklich etwas, was intensiv ist. Und wo man oft mal auch Dinge tun muss, die vielleicht augenscheinlich etwas komplexer sind, als wie man meint, aber der Berater oder die Beraterin einfach weiß, dass das so jetzt gut ist, dass er später nicht auf die Füße fällt. Und da ist eine kompetente Beratung und eine Sympathie zwischen den Projektbeteiligten wichtig. Und das geht dann gut, wenn man kompetente Menschen hat, die unsere Kunden beraten, die aber auch konstant bleiben. Das ist etwas, was von unseren Kunden unglaublich geschätzt wird. Während des gesamten Projekts gibt es einen Projektleiter, einen Stellvertreter oder Stellvertreterin oder Projektleiterin, die mit dem Kunden das Projekt machen. Die machen alle Workshops, die helfen beim Migration, die schulen. Das ist etwas sehr, sehr, sehr geschätzt wird und jetzt kommt noch einer drauf. Diese beiden bleiben auch die Ansprechpartner im laufenden Betrieb und das ist auch meine ich, USP, wenn nicht ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal. Und da kann man mit jedem Kunden sprechen. Das ist halt ganz was anderes, wie wenn ich irgendeine First, Second und Third Level Support habe, wo ich an irgendeine Hotline irgendwo ein Mail schicken muss oder zuerst irgendwo anrufen muss und erklären, wer ich bin, was ich will. Bei uns ruft er den Kollegen an, man ist in aller Regel per Du, man sagt, du, beim Produkt XY gibt es ein Problem und das Gegenüber weiß, von was man spricht. Das macht es einfacher und das wird sehr, sehr gutiert von unseren Kunden. Das heißt, der Projektleiter oder die Projektleiterin ist von Anfang an dabei. Quasi so eine Art Übergabe, da bist du dann noch dabei oder ein Kollege vom Vertrieb und dann gibt es quasi so einen smoothen Übergang rein ins Projekt, dass man auch die gleiche Sprache hat, dass man quasi die Leute natürlich gegenseitig vorstellt und dann auch natürlich mitgibt und brieft, wo liegen die Anforderungen, worauf kommt es in dem Projekt an am Ende des Tages. Genau, das ist das Thema, vor allem auch diese,
das Abbilden von Produkten und Ausleiten nach irgendwo ist klar, oder? Aber wir haben ja vorhin angefangen, da gibt es ganz viele Ideen, was man am Rande noch tun kann und da können wir helfen oder nicht, wie besprochen. Aber gerade auch bei diesen Themen geht es darum, dass man der Beratung ganz klar erklärt, was hat der Kunde damit gewollt. Wie haben wir im Vertrieb gemeint, dass wir das lösen können? Nicht, dass der mit dem großen Fragezeichen dort steht und sagt, was meinst du? Und das ist einfach das, wo es einfach da keine Leerläufe beim Kunden geben muss, dass man 5-mal über dasselbe sprechen muss, darum eben durchgängige Kommunikation, durchgängige Ansprechpartner und gut ist die Geschichte. Wir arbeiten auch nicht mit Integrationspartnern zusammen, das muss ich auch ganz klar sagen. Also, dass wir quasi alles aus einer Hand haben. Also Installation der Softwareanalyse natürlich davor, die ganzen Prozesse, die dafür notwendig sind. Aber am Schluss bleibt das natürlich alles im Haus, also inklusive des gesamten Projektwissens und natürlich auch der Beratung an sich, was sich ja dann wie ein roter Faden durchzieht durch das gesamte Projekt. Also von der ersten Analyse, also von den Analyse-Workshops bis hin zu natürlich ins tägliche Leben rein. Ja. Unbedingt. Also das ist auch... Oder wir garantieren ja auch, kommt vielleicht später noch, eine Fehlerbehebung in sehr kurzer Zeit, was es auf dem Markt auch so nirgends gibt. Oder? Und sowas geht halt nur, wenn die Wege kurz sind, das Know-how klar ist, die Kommunikation einfach ist. Oder? Wenn ich einen externen Partner habe, der das einmal aufnimmt, dann einfach auch nie so tief in dem Thema drin sein kann, wie der Hersteller der Software. Das ist faktisch einfach schon geht gar nicht, gar nicht möglich. Oder? Dann gibt es da schon die ersten Reibungsverluste. Dann gibt es hier schon die Schnittstelle vom Kunden über den Partner zum Hersteller und wieder zurück. Das kann nicht so effizient sein, wie wenn es der Hersteller direkt macht. Da nichts zu diskutieren. Ja, ich sehe es ja auch immer im täglichen Leben. Also wenn quasi hier an der Kaffeemaschine, hier in Böblingen, die Softwareentwickler mit den Beratern stehen, ja, da gibt es natürlich Privatgespräche, kommt aber vielleicht auch auf das ein oder andere Thema dann zurück, wo man sagt, ja, wie lief das eigentlich da und könnte man nicht das hier und da anders lösen, ja, also wo quasi Beratung und Softwareentwicklung kurzgeschlossen wird, was ja bei uns auch ein großes Thema ist. Absolut, diese Nähe. Wir entwickeln ja auch wirklich nur hier am Standort in Böblingen und nicht in Weißrussland, Polen oder sonst irgendwas, sondern hier. Und das ist genau das, was du ansprichst, oder? Diese Nähe, diese direkte Kommunikation, das sich kennen, auch wenn Zeiten wie diesen viele auch mal im Homeoffice sind, kennt man sich und kann so sehr kurz reden und natürlich auch an der Kaffeemaschine, das ermöglicht einfach einen ganz schnellen Lösungsweg. Und ich glaube auch, dass dieser direkte Input der Beratung in die Softwareentwicklung auch wieder bei der Innovation und Weiterentwicklung der Software hilft, weil das halt viel deutlicher herkommt mit Wünschen, Ideen, die beim Kunden im Projekt stehen, als wie wenn das über Externe dann noch einmal über irgendeine Schiene, über eine zweite oder dritte Stufe gespielt wird. Ja, das nehme ich auch so wahr. Also diese kurzen Kommunikationswege, dass man quasi den runden Tisch hat, wo die Entwickler zusammen mit der Beratung sind, aber vielleicht auch mal der Vertrieb mit Beratung und so weiter. Also das ist wirklich kurze Kommunikationswege, auch schnelle Entscheidungen. Du hast es angesprochen mit dem Thema Servicevertrag, Wartungsverträge und so weiter, wo wir auch garantieren, beispielsweise Blocker, die ja jetzt eigentlich auch super, super selten vorkommen, aber dass wir die innerhalb von 48 Stunden allerspätestens beseitigen. Die Regel zeigt, dass wir es normalerweise schon innerhalb von einem Arbeitstag beseitigen. Wie gesagt, man muss ja auch dazu sagen, dass sowas sehr, sehr selten vorkommt. Aber dass man diese Garantie natürlich auch eigentlich ohne mit der Wimper zu zucken auch aussprechen können. Ja, das ist etwas, was in Vertriebspräsentationen oft 3-mal nachgefragt wird und ich drehe das mal erklären. Okay. Wir reden nicht von der Reaktionszeit. Der Reaktionszeit heißt, ich habe es gelesen. Ja. Oder? Nicht mal verstanden vielleicht das Problem, ich habe es gelesen. Oder? Fehlerbehebung oder garantierte Fehlerbehebung heißt, es ist erledigt. Oder? Da haben wir eine vertragliche Geschichte. Ich sage da immer, reden Sie mit unseren Kunden. Oder wenn es brennt, geht das schneller. Und das was immer empfehlenswert ist. Ja. Also wir sagen ja auch, ruft jeden Kunden an, fragt da gerne nach. Natürlich wollen wir vorher noch mal kurz den Kontakt herstellen, aber wir scheuen da ja auch nicht zurück, dass die Leute tief eintauchen und fragen, ja, wie ist denn das Projekt gelaufen beim Kunden? Also wir hatten mal einen, damals hatten wir noch deutlich weniger Kunden, der hat wirklich jeden angerufen. Wir sind auch sehr transparent, da stehen ganz viele Ansprechpartner in den Referenzberichten mit Konterfei und Telefonnummer da drauf. Also die können wir gar nicht beeinflussen, ob die Leute dann anrufen. Sehr oft ist es so, dass man sagt,
könnten Sie uns nicht einen Kontakt zur Firma A, B, C herstellen. Aber wir müssen da auch nie dann sagen, du, aber über das sprechen wir bitte nicht und über das sprechen wir bitte nicht, sondern... Also die Kunden werden vorher nicht gebrieft. Nein, ich frage anstandshalber, weil die Kunden ja dann in der Regel auch noch einmal bei ihren Vorgesetzten fragen dürfen, ob sie, oder fragen müssen, ob sie das machen dürfen. Aber da habe ich keine Angst. Da sagen auch unsere Kunden immer gerne, ja, das machen wir. Weil halt eine hohe Zufriedenheit herrscht. Oder? Ja. Und ich glaube, die hohe Zufriedenheit herrscht einerseits deshalb, weil die Lösung und das Produkt gut ist. Aber es ist ja nicht so, dass bei uns nicht auch mal ein Fehler in der Software ist, dass im Projekt nicht mal ein Missverständnis passiert oder man von unterschiedlichen Dingen spricht. Wenn man meint, dass das bei uns nicht gibt, dann wären wir sehr illusorisch unterwegs. Aber es geht. Ich glaube, das Versprechen können wir auch nicht geben, dass die Software bugfrei ist. Ja, auch also das nicht, wenn was passiert, selbst Microsoft und Adobe. Ja. Also das auch nicht, aber das erwartet auch niemand und es erwartet auch niemand, dass das Projekt ohne jegliche Diskussion vonstatten geht. Die Frage ist nur, wie führt man diese Diskussionen, wie behebt man Fehler oder wenn es dann doch mal ein Missverständnis gab und man das Ergebnis sagt, ja, da haben wir aber ein bisschen von unterschiedlichen Dingen gesprochen, dass man sagt, okay, hin an den Tisch und richten wir das. Das ist das, was bei uns sehr gut funktioniert und von unseren Kunden gutiert wird. Ich glaube aber auch, dass gerade unsere Vorgehensweise, die grundsätzliche Vorgehensweise, wie wir an unsere Projekte rangehen. Also sprich eine glasklare Definition dessen, was der Kunde sozusagen von uns erwartet und was er am Schluss auch bekommt. Weil ich glaube, Enttäuschung, und das ist ja auch menschlich, die kommt ja letztendlich immer da zustande, wenn ich quasi 120 erwarte, aber 110 bekomme, egal wie es auch immer definiert sein mag. Und dann aber im Vorfeld zu sagen, nee, das ist genau das, was wir definiert haben, das bekommt ihr, das haben wir aus der Analyse rausgehört und das wird ja dann auch wieder geknetet, also im Sinne von, das bekommt der Kunde zugeschickt und dann wird es bestätigt und am nächsten Workshop vielleicht nochmal gereviewt sozusagen. Aber dass da alleine schon die Thematik der verfehlten Erwartungshaltung sozusagen, dass diese Gefahr schon mal gar nicht besteht, ja. Also da gibt es natürlich ein 25 Jahre gefeiltes Projektvorgehen, das sich natürlich verändert hat, aber dem Wesen nach schon diesen iterativen Ansatz, halt, da sagt man vielleicht agil dazu, aber dass man halt sagt, okay, wir beginnen und bauen das kontinuierlich aus, validieren immer wieder die Ergebnisse und überprüfen, ob die Erwartungshaltung auch erfüllt ist, ist sicher etwas, was sich einfach bewährt hat und bei allen Projekten funktioniert. Wir haben auch keine Leichen im Keller. Vertrieblich ist es vielleicht nicht immer so einfach, weil wir da sehr ehrlich sind und sagen, okay, wenn ihr das wollt, müssen wir dieses und jenes machen. Und da braucht auch diese und jene Beratung realistisch dazu. Und da schreiben halt vielleicht andere hin, Beratung nach Aufwand. Das ist zwar auch nicht verlogen, aber es ist halt auch nicht kommuniziert, wie viel da vielleicht noch dazu kommt. Das ist eine Herausforderung, die wir haben. Und drum weisen wir da auch oft auf unsere Kunden und dann reden mit denen, wie das läuft und was man da tun muss. Das heißt, in der Analyse sagen wir ganz klar, welche Module braucht ihr für diese Anforderungen, die ihr habt. Kann natürlich auch vielleicht einen Fahrplan entwickeln, der mehrstufig ist, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Aber dann auch ganz klar ist, welche einerseits Lizenzen, andererseits Dienstleistungen auf den Kunden zukommen. Ja, also die Module, die haben wir sehr genau in aller Regel schon vor der Analyse. Das wissen wir in der Vertriebsphase schon sehr gut. Kann ja höchstens sein, dass in der Analyse durch Teilnehmer, die dann dort noch dazugekommen sind, nochmal ganz andere Ideen in den Fokus gerät und dann noch was braucht. Aber es sind kleine Dinge. Was halt immer ist, was dort klar wird, ist die tatsächliche Dienstleistung, die man benötigt, um das Projekt umzusetzen. Und da rechnen wir aber auch Dinge ein, wie Support bei der Datenübernahme. Da kann ich natürlich sagen, lieber Kunde, liefern wir alles in dem Format und sonst kostet es halt extra. Aber das ist etwas, was wir genau nicht tun wollen. Wir wissen halt genau, dass da und dort eine Frage an Zwischenschritt noch einmal notwendig ist, ein Schritt zurück notwendig ist, wo wir noch mal was tun müssen und sagen, kalkulier doch einfach mal auch mit ein paar Tagen Unterstützung in dem Bereich, ein paar Tage Unterstützung dort. Und das schätzen die Kunden. Ist manchmal im Wettbewerb etwas schwierig, weil es andere Anbieter gibt, die das eben nicht tun.
rein formal nichts falsch machen, aber trotzdem ist am Ende das Projekt dann halt um zigtausend Euro teurer. Und wir haben halt vorher schon angekündigt, dass das sein kann, und oft einmal ist dann der glückliche Fall, dass man sagt, das brauchen wir gar nicht. Ja, ja. Ja gut, was ja auch das Feedback von unseren Kunden auch zurückspiegelt. Ja, das war sagen, also das Budget wird eingehalten. Also das kann man ohne jetzt rot zu werden sagen. Ja. Das Budget ist von vornherein klar, Dienstleistung, Lizenzen und dann vielleicht noch ein gewisser Puffer, auch Projektmanagementaufwände sind einkalkuliert, und dann hat der Kunde eine saubere Grundlage, auf der er kalkulieren kann und auch das Projekt dann angehen kann. So ist es. Also das ist schon top ehrlich. Ich sage das sehr oft, oder? Wenn wir eine erste Kostenschätzung besprechen, also da geht es dann um die Softwaremodule, dann sagen wir, schauen Sie, oder, das und das Modul könnte man grundsätzlich auch für den Anfang mal weglassen. Oder mir geht es halt auch darum, dass man den Kunden etwas an die Hand gibt, wo er eine seriöse Geschichte hat, wo er eine seriöse Planungsgrundlage hat, und nicht etwas, wo man schon von vornherein weiß, dass man ihm in 5 Monaten erklären muss, was da noch alles dazugekommen ist. Das ist einfach nicht unsere Art. Das haben wir noch nie gemacht, und das wollen wir auch nicht tun. Wie gesagt, manchmal ist das verkaufstechnisch nicht immer ganz einfach. Ja. Wie ist denn grundsätzlich unser Selbstverständnis jetzt für die Projekte beziehungsweise für das, was danach passiert? Ja, wir sagen ja, wir unterstützen euch, wo es geht, aber am Ende des Tages ist es eine Lösung, die autark betrieben werden kann. Das ist ganz wesentlich und unterscheidet uns von ganz vielen Marktbegleitern. Und das halte ich zumindest in unserem Kreis der Kunden sehr essentiell. Wenn der Kunde bei jeder Änderung am System auf uns zukommen muss, dann kostet es erstens Geld, oder? Was er vielleicht beim Anfang Invest nicht hatte. Das ist noch gar nicht einmal das Schlimmste meiner Meinung nach, sondern wenn ich jedes Mal irgendjemand anschreiben oder anrufen muss und den bitten, etwas zu machen, dann macht er das. Dann gibt es natürlich auch dort vielleicht mal ein Missverständnis, dann gibt es da noch 1, 2 Schleifen oder ähnliches. Dann wird das neben den hohen Kosten und den hohen Aufwänden, die es intern bei mir produziert, oder, irgendwann zu einer Frustration kommen, und das kennen wir von ganz vielen Ablösungen, die wir gemacht haben, dass man dann die Kunden sagen, ja, wir haben es dann halt nicht mehr verwendet. Oder wir haben mit diesem und jenem Kompromiss geredet, und dann sind wir genau dort, dass ein Produkt irgendwie halt halb kommuniziert ist. Wir haben es eingangs gesagt, ganz entscheidend sind, wie gut ist ein Produkt beschrieben zum Kaufentscheid. Ja. Und wenn ich das halt nur zu 80% mache, dann bin ich vielleicht schlechter wie mein Mitbewerber. Und das ist genau das, was nicht passieren darf. Darum ist unser Ansatz, der Kunde kann die Dinge autark machen, und zwar alles. Ich sage immer, wenn Sie morgen Ihren Mitbewerber kaufen und völlig neues Layout im Print oder sonst irgendwo bauen, machen Sie das, da brauchen Sie uns nicht dazu. Selbstverständlich unterstützen wir unsere Kunden in der Beratung, im laufenden Prozess, aber die Aufwände sind halt gering. Das sind ein paar wenige Tage bei großen Kunden, vielleicht mal einen Halbtag. Oder? Und neben den Kosten, die nicht entstehen, ist der Kunde dann auch sehr effizient beim Arbeiten mit dem System, und so soll es sein. Fordert halt ein bisschen mehr Aufwand, den Kunden dorthin zu bringen im Projekt, dass er das selber tun kann. Also er braucht vielleicht eine Schulung mehr, aber kann es dann auch Selber für die tun. nächsten 2 Jahre selbstständig dann machen. So ist es. Also beispielsweise auch das Thema Print, oder? Also Ja. Thema Layout-Vorlagen. Kannst du da vielleicht an einem konkreten Beispiel mal schildern, wie das da abläuft und wieso der Kunde da autark arbeiten kann? Im Gegensatz vielleicht auch zu Also wenn man anderen Systemen. Da gibt's mehrere Aspekte, aber ganz klassisch gegenüber unseren, glaube ich, nahezu allen Wettbewerbern. Und wenn Sie bei uns definieren wollen, wie Ihr Printkatalog, Ihre Broschüre, Ihr Flyer ausschauen soll, dann nehmen unsere Kunden einen grafischen Layout-Editor, der ist sehr nahe am InDesign, das heißt, ich kann mal mein Basis-Layout im InDesign zeichnen, das ist das Tool, mit dem die Kunden ohne Also dies erstmal arbeiten. visuell sozusagen und teilweise sogar, wenn ich es richtig weiß, mit den gleichen Tastenkombinationen, solchen Geschichten, also auch vom Look and Feel. So ist das. Look and Feel ist dasselbe, die Bedienung ist ganz ähnlich, und ich kann dann das, was ich im InDesign erstellt habe, in den Crossbase Layout Editor importieren, und dann muss ich die Regeln drauflegen. Ich muss also die Intelligenz drauflegen. Hier kommt das Bild rein, hier kommt der Text rein. Wenn der Text länger wird, darf das verdrängt werden und all diese Geschichten. Aber das wird eben nicht in irgendeiner Scripting-Sprache programmiert, sondern das macht der Kunde mit einem grafischen Layout-Editor. Oder? Und das machen bei all unseren Kunden, machen das die Kolleginnen und Kollegen aus der Grafik, die halt
aus dieser Ecke kommen und die ganz bestimmt keine Scripting-Sprache lernen wollen. Und damit ist es aber auch sehr einfach zu sagen, morgen tauschen wir diese Bereiche aus, weil der macht es wieder mit dem grafischen Editor. Und das ist etwas, wo die Kunden sehr, sehr autark arbeiten können. Und wenn sie dann bei einer Sonderfunktion wie bei der Erstellung des Inhaltsverzeichnisses irgendeine Frage haben, weil sie das letzte Mal vor 5 Jahren verändert haben, ja dann gerne einmal die Telefonhotline bedienen und beim persönlichen Ansprechpartner anrufen, der erklärt das in 2 Minuten. Ja, finde ich auch extrem wichtig, dass man quasi das Arbeiten sozusagen optimiert, aber jetzt nicht ein Rad neu erfindet und in eine sehr, sehr technische Geschichte kommt, sondern sagt, der InDesign-Anwender oder InDesign-Anwenderin hat jetzt vielleicht 10 Jahre mit InDesign gearbeitet und will jetzt in eine Automatisierung ran und dann sagt man, okay, dann sollte das natürlich schon möglichst ähnlich ablaufen wie bisher, natürlich auf einem gewissen Abstraktionsniveau. Da steht dann halt nicht mehr das Bild drin in einem Platzhalter, sondern da steht halt drin, da kommt ein gewisser Typ von Bild rein, also Anwendungsbild oder Foto oder was auch immer auf einer abstrakten Basis und dieses Ding ist dann halt wiederverwendbar. Ja, absolut richtig. Wir merken aber an der Akzeptanz, oder? Und das Tool, der Crossbase Layout Editor ist fast auch 25 Jahre alt und hat sich stark natürlich auch weiterentwickelt. Aber man merkt an der Akzeptanz, wie gut dieser Weg funktioniert, dass eben genau diese Leute, die vorher in der Grafik waren, die Grafikerinnen und Grafiker, die mit InDesign, Photoshop, Illustrator arbeiten, auch sehr gerne mit dem Tool dann arbeiten. Was ja auch ein wesentliches Thema ist, also Thema Akzeptanz. Ja? Also wie wird sozusagen ein neues System, man kennt es ja, es ändert sich ja faktisch über Nacht. Natürlich gibt es eine gewisse Einführungsphase von so einem Projekt, aber es ändert sich oder es kann potenziell sich über Nacht eine neue Vorgehensweise etablieren. Also man geht von einem manuellen Vorgang oder vielleicht von einem anderen System, was abgelöst wird, auf ein neues System. Und da ist natürlich wichtig jetzt natürlich auch für die Entscheider, für C-Levels und so weiter, wie wird so ein neues System akzeptiert. Ja? Und das ist ja auch, denke ich, erfolgskritisch. Also das Einführen eines neuen Systems ist neben den inhaltlichen Thematiken, die man zu behandeln hat, natürlich auch eine psychologisch-politische Geschichte. Ja. Also da gibt es natürlich Veränderung und Veränderung führt oft einmal zu, sagen wir mal, der Mensch will keine Veränderung. Ja. Führt zu Ängsten, möchte ich vielleicht gar nicht sagen, aber zu Skepsis und Vorbehalten. Und das ist natürlich etwas, wo man behutsam mit den Menschen im Projekt umgehen muss, oder? Ihre Wünsche, Ängste, Befürchtungen auch ernst nehmen und da auch abnehmen, was man abnehmen kann. Auf der anderen Seite möchte er von einem ehemaligen Marketingleiter eines Kunden einen Satz übernehmen, der hat gesagt, er möchte bei seinen Grafikerinnen und Grafikern Handarbeit durch Kopfarbeit ersetzen. Hintergrund war, die Kolleginnen und Kollegen waren über Monate beschäftigt mit Copy und Paste, irgendwelche technischen Werte in 17 Sprachen in ein InDesign-Dokument zu klopfen. Oder? Die ganzen Flyer, Broschüren und all diese Dinge, die man gebraucht hätte, sind aber liegen geblieben, oder? Das ist aber etwas, was ein System sehr gut könnte, diese Daten da reinklopfen. Das macht unsere Printausleitung, oder? Und schlussendlich hat das bei den Grafikerinnen und Grafikern in dem Hause einfach zu einer Verbesserung der Arbeits- und Lebensqualität. Und das ist jetzt InDesign. Wir haben vorhin über elektronische Informatik geredet. Unsere Kunden, wir haben zig Kunden, die vor Crossbase tagelang, wochenlang irgendwelche Excel-Dateien aufbereitet haben mit irgendwelchen Daten in dem Format, wie es der Kunde gerne gemacht hätte. Das ist erstens ein fehleranfälliger Prozess, ein anfälliger Prozess, ein anstrengender Prozess und nicht zwingend einmal ein unterhaltsamer. Das geht automatisch, oder? Aber den Prozess zu optimieren, die Datenabläufe zu definieren, das ist das, was wieder Spaß macht. Okay, spannend. Kommen wir nochmal zum Crossbase, also gehen wir mal eine Stufe höher sozusagen. Was würdest du sagen jetzt in Abgrenzung auch zu anderen Anbietern? Was sind die Vorteile von Crossbase? Also wo haben wir jetzt, also wir haben ja schon das Thema angesprochen, letztendlich Produkt, Dienstleistung. Wir haben natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch an unseren Service, was natürlich auch die entsprechenden Auszeichnungen. Wir führen ja auch regelmäßig Umfragen bei den Kunden durch. Wie zufrieden seid ihr? Wo können wir noch was verbessern? Wir haben natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch an den Service. Dadurch, dass wir natürlich auch alles aus einer Hand anbieten. Aber würdest du jetzt sagen, wo sind noch weitere Vorteile, Alleinstellungsmerkmale von Crossbase? Also es gibt
große Alleinstellungsmerkmale, über die haben wir teilweise schon gesprochen. Ja. Diese hohe Integration, diese Fülle an elektronischen Formaten, die wir liefern können. Ja. Dieser persönliche Ansprechpartner, oder? Das sind so die großen Dinge. Aber es gibt in den Funktionen ganz, ganz viele kleine Geschichten, die vielleicht auch nicht jeder Kunde braucht. Beispielsweise Illustrator-Generierung. Das Generieren von Content in Zeichnungen und Ähnlichem. Mehrsprachig. Das ist etwas, was ein USB von Crossbase ist. Der Archivserver, das sind Dinge, wo in der Medizintechnik auch eine gesetzliche Vorgabe hier da ist, Datenstände zu archivieren und abzuspeichern und für ein Audit dann wieder abrufbar zu machen. Und hier gibt es eine ganze Menge an kleineren Funktionen, die uns alleine stellen, die es so in der Form nicht gibt. Ich möchte einmal zum Print kommen. Oder? Wir sprechen beim Print immer mal von Automatisierung und viele Seiten produzieren und tausende Datenblätter produzieren. Was Crossbase aber auch hat, wir haben ein Adobe-Plugin für InDesign und Photoshop und damit kann ich sehr frei gestalten. Ich greife aber trotzdem auf diese aktuellen Daten zu und die bleiben auch verbunden mit der Sache. Und jetzt gibt's Kunden, die haben halt Kataloge mit vielen Seiten, die hochautomatisierbar sind. Die haben vielleicht viele Datenblätter, die sie nach wie vor übrigens produzieren müssen, ob sie es wollen oder nicht. Aber auch das ist etwas, was über den Printprozess läuft und in aller Regel auch noch gedruckt wird. Aber sie haben in den Katalogen Einleitungsseiten, sie haben Flyer, Broschüren und solche Sachen. Jetzt kann ich natürlich sowohl mit einem solchen Plugin auch hochtechnische Tabellen machen, aber es ist nicht effizient. Und ich kann auch mit einem Vorgehen Layout plus Template und Automatisierung irgendwelche Marketingseiten machen. Aber auch das ist nicht effizient. Das heißt, ich brauche für das eine das Plugin und für den anderen diese höhere Automatisierung mit diesen ganzen Möglichkeiten der Nacharbeit. Nur wenn ich beides habe, dann kann ich auch wirklich effizient solche Dinge produzieren. Und das gibt's, glaube ich, bei keinem Anbieter. Zumindest spiegelt uns das der Markt so. Ja, ich denke auch, wenn man dann quasi mal, also am Anfang steht man natürlich vor der Entscheidung, ich führe ein System ein, ich habe gewisse Themen, die jetzt aktuell nicht rund laufen und das dann die Motivation ist, auch ein PIM-System einzuführen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Dinge, die dann erst mit dem Doing rauskommen und die dann in der Praxis sich zeigen, wo dann vielleicht eine Lösung besser ist als die andere, beziehungsweise wo im Detail, also ich sage immer, die Liebe zum Detail, die merkt man natürlich dann erst im Tagesgeschäft, wenn man so will. Ja. Das ist der Punkt, oder? Das ist natürlich unsere Aufgabe im Vertrieb, auch darauf hinzuweisen, weil das hilft halt oft nichts, wenn ich eine Aufgabe zu 80-90% erledigt habe, aber dann trotzdem noch für 15% nichts habe. Dann bin ich oftmals nicht viel weiter. Wenn ich dann mit manuellen Prozessen noch helfen kann, ist gut, aber oftmals vergisst man halt, bis am Schluss zu denken. Das ist etwas, was Aufgabe bei uns im Vertrieb und in der Beratung auch da ist. Und es ist halt auch mal da der Support unserer Kunden bei solchen Referenzgesprächen zu sagen, du Freunde, wir haben damals Gott sei Dank an das gedacht, auf Hinweis von Crossbase, oder wir haben vielleicht auch nicht drauf gedacht, aber Crossbase hatte dann eine Lösung. Das kommt auf euch zu. An das denkt ihr vielleicht nicht, dem gebt ihr vielleicht auch gar nicht diesen Stellenwert, aber das ist eine wesentliche Geschichte. Was würdest du jetzt sagen, wenn jemand kurz vor der Entscheidung steht, ein PIM-System einzuführen? Gibt es da 1, 2, 3, 4, von mir aus auch 5 Punkte, wo du sagen wirst, da muss man unbedingt drauf achten. Ja? Also das sind Themen, die sehr, sehr wichtig sind aus der Erfahrung raus. Ich denke, wenn man so weit ist in dem Prozess, dann hat man natürlich über Funktionen und all diese Dinge gesprochen und das sollte dann klar sein. Es gibt aber ein paar so weiche Faktoren, die schon ganz wichtig sind. Wir sind 25 Jahre am Markt und wir machen vielleicht jedes zweite, jedes dritte Projekt ist ein Migrationsprojekt von Kunden, die schon eines hatten. Das ist nicht immer der Fall, dass der Kunde sagt, ich möchte was Neues, weil ich mit dem bestehenden Produkt nicht zufrieden bin, sondern ganz oft ist der Fall, weil es den bestehenden Anbieter einfach nicht mehr gibt. Das heißt, die Firma wurde verkauft, das Produkt wurde eingestellt, im schlimmsten Fall war es ein Konkurs, manchmal war es irgendeine individuelle Entwicklung oder Ähnliches. Da muss man sich die Frage stellen, oder wie nachhaltig, stabil ist mein Partner? Das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Früher gab es ganz große PIM-Anbieter, die es nicht mehr gibt. Es gab ganz kleine. Und das ist auch so ein Crossbase-Thema. Wir sind seit 25 Jahren organisch gewachsen. Stabilität steht bei uns ganz, ganz im Vordergrund. Stabilität zu unseren Kolleginnen und Kollegen, Stabilität zu unseren Kunden, aber eben auch die wirtschaftliche Stabilität, die wir auch gerne mit unseren entsprechenden Bewertungen unter Beweis stellen. Und das ist so ein Thema, wo ich mir als Kunde fragen kann,
Was hat der Anbieter für eine Strategie? Wo geht es die nächsten 15 Jahre hin? Oder wie stabil ist dieser Anbieter? Das ist so ein Thema. Oder? Das zweite Thema von den verbliebenen Anbietern ist wirklich, was möchte ich haben? Möchte ich autark mit der Lösung arbeiten oder möchte ich das vom Dienstleister machen lassen? Es gibt bestimmt auch Anwendungsfälle, wo in den Unternehmen die Ressourcen so dünn sind, dass ich überhaupt keine Zeit habe, mich um das System zu kümmern und da lasse ich das alles vom Anbieter machen. Ich möchte gar nicht sagen, dass das falsch ist. Aber in Mehrheit der Fälle, glaube ich, ist ein autodidaktes Arbeiten oder ein autonomes Arbeiten eine ganz wesentliche Geschichte, die das System, wie vorhin besprochen, auch nach vorne bringt. Das ist so ein Thema. Ja. Dann, wie abhängig möchte ich von einem oder mehreren Partnern sein, oder? Wenn ich diesen Best-of-Breed-Ansatz habe mit 5, 6 Partnern, die mir mein Thema löst, dann habe ich ganz, ganz viele Abhängigkeiten im Projekt. Vielleicht da und dort noch ein größerer Funktionsumfang, aber trotzdem ist mir das wert, oder möchte ich einen integrierten Ansatz haben, wo ich alles aus einer Hand habe, wo ich einen Ansprechpartner habe, den ich dann auch konfrontieren kann, wenn es ein Problem gibt. Das Wesentliche vielleicht auch bewerten, wie läuft Support und Service. Das geht ganz einfach. Ich rede mit 5 Kunden des Anbieters, dann kriege ich das raus. Das sind so Themen, die ich mir am Schluss noch einmal stellen würde oder vielleicht auch schon vorher, wenn ich mich dafür entscheide. Und auch eines noch, das hat weniger mit der Anbieterauswahl zu tun, aber was vielleicht auch ganz wichtig ist für den Projekterfolg ist, habe ich intern die Ressourcen, das auch zu machen. Auch das muss uns bewusst sein. Wir können viel leisten, aber wir brauchen natürlich auch den Kunden zumindest im selben Ausmaß dazu, um das zu tun. Und wenn das Projekt erfolgreich sein muss, muss auf Kundenseite auch die Ressourcen vorhanden sein. Okay. Ja, sehr schön, Herbie. Das war auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, im Sinne sicherlich für sehr, sehr viele interessant, wenn es darum geht, sich für ein bestimmtes PIM-System zu entscheiden. Aber am Ende natürlich auch einen Einblick zu bekommen, wie läuft sowas ab, sowohl was eine Ablösung von einem System angeht, als auch was vielleicht auf der grünen Wiese das bedeutet, ein System einzuführen. Viele Einblicke, also an die Zuschauer draußen beziehungsweise an Interessenten. Wenn Sie weitere Fragen haben zu diesem Thema oder wenn Sie das Thema vertiefen wollen, dann kommen Sie jederzeit gerne auf den Herbie Tesadri zu und greifen Sie da auf 25 Jahre Erfahrung zurück, wenn es darum geht, ein PIM-System zu implementieren. Und ich glaube, uns bleibt an der Stelle jetzt einfach nochmal zu sagen, danke Herbie für deine Zeit und danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ja, danke auch von meiner Seite, danke fürs Zuschauen und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Bin jederzeit gerne bereit, mich mit Ihnen da zusammenzusetzen. Danke, Jochen. Danke.